Guten Tag, mein Name ist Dr. Thomas Scholz. Ich bin plastischer und ästhetischer Chirurg aus Südkalifornien, aus Los Angeles, hier in Deutschland und auch in der Schweiz. Heute ein wichtiges Thema. Wir reden jetzt mal über den Unterschied zwischen runden und anatomischen Implantaten. Wie hoffentlich viele Leute wissen, gibt es runde Implantate, die sehen so aus, und anatomische Implantate, die so ein bisschen eine Tropfenform vorgeben. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Implantaten? Das ist immer etwas, was ich gefragt werde als plastischer Chirurg und natürlich auch immer Bestandteil ist innerhalb meiner Beratungsgespräche, wenn es um Brustimplantate geht. Wenn ich Patienten frage, was sie denken, was der Unterschied ist, kriege ich zumindest hier in Deutschland immer zu fast 100% der Fälle die Antwort ist ja ganz klar: Ein anatomisches Implantat hat schon so eine natürliche Tropfenform wie eine natürliche Brust. Das macht ein natürliches Ergebnis, und ein rundes Implantat hat mehr so ein gepushtes, unnatürlicheres Ergebnis, einfach aus dem Grund, weil es rund ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann man eigentlich fast nichts Falscheres sagen über Brustvergrößerung als diesen Satz. Das hat nichts mit natürlich oder unnatürlich zu tun. Ob Ihre Brust nach einer Brustvergrößerung natürlich oder unnatürlich aussieht, hat erstens damit was zu tun mit der Größe des Implantates. Ganz klar, wenn ich Ihnen so ein Riesenimplantat da reinsetzen würde, das sind alle anderen Faktoren egal. Das kann überhaupt nicht natürlich aussehen. Zweitens, ob ich ein Implantat auf oder unter den Brustmuskel setze, weil es gibt diese beiden Varianten, aber ein Implantat, was unter den Brustmuskel sitzt, wird immer natürlicher aussehen als auf dem Brustmuskel. Und drittens und vor allen Dingen auch der Chirurg, weil es kommt darauf an, wie hat er die OP gemacht, hat er die richtig gemacht und führt das auch zu einem natürlichen Ergebnis. Was nicht dazu beiträgt, ist, ob Sie dieses oder jenes Implantat benutzen als Implantat. Ich benutze beide Implantate. Ich hoffe, man kann das erkennen. In 96 bis 97% meiner Fälle benutze ich bei einer Brustvergrößerung ein rundes Implantat. Das bedeutet, dass ich lediglich in 3 bis 4% der Fälle ein tropfenförmiges Implantat benutze. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, es hat nichts mit natürlich oder unnatürlich zu tun und es werden beide Implantate benutzt und sind gängig und werden für Brustvergrößerung verwendet. Das heißt, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Das ist das Profil von der Brust, und so sehen ganz ehrlich gesagt die meisten Patientinnen nicht aus, von Natur aus. Die meisten Frauen haben nicht so einen oberen Brustpol, weil die meisten Frauen tragen hauptsächlich das Volumen von ihrer Brust relativ weit unten, und die meisten Frauen haben eigentlich so einen oberen Brustpol. Wenn Sie in solch einer Situation, ja, was sehr oft ist, ein anatomisches Implantat nehmen, also so ein tropfenförmiges Implantat, dann ist die Frage, wo kommt denn das ganze Volumen hin? Und der Großteil des Volumens sammelt sich natürlich unten an, am unteren Brustpol. Das bedeutet, Ihre Brust sieht nachher dann so aus mit einem anatomischen Implantat, wie hier in Rot dargestellt. Und Ihre Brust sieht eigentlich dann aus wie so ein Schuh. Und das ist ehrlich gesagt nicht so natürlich. Und in so einem Fall, wenn wir so eine Ausgangsposition haben, dann brauchen wir eigentlich nicht sowas, sondern wir brauchen ein rundes Implantat, damit dieser obere Brustpol auch gefüllt wird für einen schönen, natürlichen Ergebnis und sich alles einheitlich auch vergrößert und der obere Brustpol Unterstützung bekommt. Ein rundes Implantat hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie viele Leute denken. Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer geworden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank.